Hallo, guten Morgen und willkommen zu Tag 4. Heute war eigentlich der erste Tag, wo wir wirklich campen waren. Deswegen hatten wir auch heute früh ein bisschen leichte Spannungen im Team. Haben erst gefrühstückt. Wir sind Emus. Maja, wir reden hier. Maja. Wo sind Emus? Ja, dann habt ihr die Strauße gesehen, links? Jetzt fahren wir quasi auf Safari. Der Plan ist, den ganzen Tag ein bisschen rumzufahren hier im Nationalpark. Hi. Irgendwann Pause machen, Mittagessen und dann, bevor es dunkel wird, dann wieder zum Camp runterfahren, mal Camp aufstellen. Und ja, und mal schauen, was wir da noch alles auf dem Weg sehen. Gestern auf dem Weg zum Camp haben wir schon Elefanten, Wildhunde und Giraffen sehen können. Oh ja, Alles stimmt. ein bisschen weiter weg. Zebras haben wir dann auch noch gesehen. Im Camp selbst haben die den Weg gekreuzt. Und ich glaube, Sibylle meinte, das ist hier aktuell die größte Zebra-Migration der Welt, die gerade hier durch Botswana reist. Aber eigentlich haben wir es richtig gut angefangen, weil Wildhunde sieht man sehr selten. Ja. Von daher jetzt fahren wir jetzt mal zu den Bäumen und dann schauen wir weiter. Wir stehen hier und warten auf die anderen, weil wir eine Kurve ein bisschen zu schnell genommen haben und haben nicht gewartet, dass die anderen auch diese nehmen, und die sind anscheinend geradeaus weitergefahren. Es ist zwar nicht so weit weg, aber Johann ist jetzt trotzdem zurückgefahren, um die abzuholen. War ein kleiner Fehler meinerseits. Auf der anderen Seite sind wir eigentlich relativ schnell durchgefahren und der Camp ist direkt hinter uns. Wieso wir nicht so ganz verstehen, wohin sie gefahren sind. Aber ja, wir haben heute zum Glück keinen Zeitdruck. Wir werden auch gleich diese schnelle Straße von gestern wieder zurückfahren. Wir hoffen, ein paar coole Shots haben. Mit der GoPro dieses Mal aufnehmen. Wir haben jetzt die Kameras rausgepackt und hoffentlich werden wir dann bessere Aufnahmen haben. Aber da sind sie wieder. Hi, Servus und willkommen mal wieder. Wir sind endlich angekommen hier am Benz Baobab. Ich glaube, das nennt man das so. Das sind nämlich diese Bäume, die man hier sehen. Wir haben extra die längere Tour genommen, um ein bisschen drumherum zu sehen. Wir haben die ganze Pans gesehen. Johann hat uns erklärt, dass dieses Gras hier extra hier wächst, weil das Salzgehalt sehr hoch hier ist. Es sind anscheinend ausgetrocknete Seen, wie man so sehen kann in der Ferne. Und jetzt haben wir gedacht, okay, wir setzen uns hin, wir essen ein bisschen und wir sehen uns später.
Also, das bin ich mal wieder. Ich gehe jetzt ein bisschen spazieren, weil wir ein paar Fotos machen möchten. Fühlt sich immer noch, obwohl ich ein paar Mal in Afrika schon war, ein bisschen mulmig, wenn ich hier durch den Busch laufe. Ich suche irgendwelche Löwen, die sich verstecken und halt eigentlich auf einen Angriff warten. Aber ja, ich meine, das ist so ein Teil davon. Alles für euch eigentlich. Jetzt gucke ich, ob ich weit genug bin. Ich denke schon. Lass mal hier rüber laufen. Auf der Seite. Okay, fotografiert. Jetzt schnell ins Auto, bevor irgendein Löwe kommt. Aber ja, guck mal, was für geile Truppe. Also die ursprüngliche Idee war eigentlich, dass wir direkt in den Camp gehen, alle uns ausruhen, ein bisschen das Zeug auspacken, eventuell ein paar Snacks rauswerfen, was Kühles zu trinken. Aber wir haben von Weitem gesehen, dass es relativ viele Tiere hier gibt. Nicht wie heute früh. You're still fucking drunk. It's much better to sit in the bed. I have it on video. Also Leute, wir sind jetzt wieder zurück, haben jetzt eigentlich unser Camping aufgebaut. Ich glaube, wir haben auch schon den ersten Gin Tonic bekommen. Na Maja, wo warst du? Duschen. Ganz eiskalt duschen. Und jetzt wollte ich euch zeigen, wie wir quasi das so alles aufgebaut haben. Wir haben hier unser Kajak-Camper mit allem drum und dran. Also Johans Auto. Jeremy, what are you making us? Sweet potatoes, mushrooms. I'm gonna put a little bit of garlic. We couldn't get onions in town. Yeah, Not there's no onions and almost no potatoes. So yeah, but we good. We won't go hungry. That's Luckily. that's good. That's good. Fire is already burning. You see the ice machine? We actually got an ice machine. It's actually quite funny for our gin tonics. Ori, was machst du? Ich schärfe gerade das Messer, um dann was zu okay. schlitzen. Cool. No, and how is it going? Good. Very good. Das ist unser Campingplatz für heute. Also ich meine, es ist der gleiche Campingplatz wie gestern. Gleiche wie jetzt. Ja, aber der auch für heute. Und der für morgen? Nein, warte. Nee, morgen fahren wir weiter. Die Rangers, die Leute quasi, die hier drauf achten, waren jetzt kurz da, haben uns eigentlich gesagt, dass sie gestern früh Löwen gesehen haben. Die können natürlich überall sein, die werden aber, wie sie gesagt haben, nicht hierher kommen. Sie mögen nicht das Feuer oder ähnliches. Es sind eher die Hyänen oder der Jacko, der immer vorbeischaut. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Und dadurch, dass wir morgen halt relativ früh losfahren, werden wir wahrscheinlich die auch leider nicht sehen. Aber vielleicht dann danach. Wir müssen morgen nämlich nach Chobe fahren.
Morgen. Wir waren gestern an den Bäumen, an den Baobab-Bäumen oder Bands Baobab. Das sind nämlich Baobabs, die ein berühmter Maler gezeichnet hat. Sieht wunderschön aus. Also man muss sich das so vorstellen, diese Pans sind quasi Wasserlöcher, die vielleicht mal alle 10 Jahre, mal alle 2 Jahre volllaufen mit Wasser. Die sind in der Saison tatsächlich, haben sie eine Schicht von ein paar Zentimeter Wasser. Ja. Natürlich, da kann man nicht drüber fahren, weil man sinkt sofort. Auch nachdem es ein bisschen hier geregnet hat, darf man nicht über die Pan fahren. Ich saß da gestern bei Johann mit dabei und er hat gesagt, es sind Leute vorgestern hier stecken geblieben, weil sie versucht haben, ein bisschen tiefer in die Pan reinzufahren. Und wenn man dort stecken bleibt, kommt man nicht mehr raus. Und aktuell aber, wo wir jetzt dann bei den Bäumen waren, war alles trocken und weiß. Und in der Mitte von diesem Salzplateau. Genau, und da drin ist so eine kleine Insel und da waren eben dann einfach diese Baobab-Bäume drinnen. Also es sah auch echt cool aus und auch ein bisschen Mittag gemacht. Ich glaube im Deutschen sind das, also die Frucht heißt Affenbrot, Frucht. Und ich glaube der Baum heißt dann auch im Deutschen Affenbrotbaum. Also gestern Abend haben wir dann richtig gut gegessen, wieder Lagerfeuer gemacht, sind schlafen gegangen und kurz nachdem wir schlafen gegangen sind, haben wir tatsächlich Löwen in der Ferne gehört. Das, was wir jetzt fahren wir erstmal nach Maun und gehen shopping. Ja. Wir waren gerade in Maun, bisschen Shopping. Wir haben das ganze Fleisch eingepackt, waren im Supermarkt und haben eingekauft, waren an der Tankstelle und haben getankt. Holz, glaube ich, ist der Plan, ein bisschen weiter weg das Holz abzuholen, weil Jeremy hat gemeint, dass die Leute direkt an der Stadt, die verdienen sowieso von den Leuten, die halt in der Stadt wohnen, und wir sollen so bestimmte Sachen, die wir an der Straßenseite kaufen können, ein bisschen weiter weg kaufen, um die Leute zu unterstützen. Deswegen fahren wir jetzt direkt los. Ich weiß nicht genau, wie der Campingplatz heißt, aber wir fahren jetzt dort. Es sollen ca. 1 Stunde und 20 Minuten dauern, um die 80 Kilometer. Also ihr könnt euch vorstellen, wie schnell man so circa hier fahren kann. Und dann werden wir wieder zurück zu euch kommen und euch erklären, was wir genau machen. Genau, okay. Und Also, dann bis nach Moremi. Bis später. Ja, also, So, was machen wir jetzt? was machen wir jetzt? Mumu? Ah, Milka! Mega. Komm schon. Hi, Cutie! You cutie. Okay, wie viele haben hiervon jetzt reingepasst? Ich glaube, wir haben insgesamt 10 Stück genommen, aber vorne haben 6 Stück reingepasst oder 6,5, hinten der ganze Rest. Wie lange reicht das? Circa 6 Stück? Es wird schon für 2 Nächte locker reichen. Okay. Also es hängt auch davon ab, wie dicht sie sind, aber wir haben im Kaya vorne quasi in der Box auch die komplette Box voll mit Holz. Das heißt, wir sollen auf jeden Fall für die nächsten 4 Nächte gut versorgt sein. Alles klar. Wir sind jetzt gerade hier im Kavango-Delta angekommen, im Moremi Moremi. Camp, Moremi. Und
Wir sind jetzt hier relativ nah an der Feuerstelle. Da ist noch ein kleiner Grill. Hier steht der Land Cruiser mit dem Hänger, wird gerade abgebaut. Hier steht das G3R mit dem neuen Hardtop. Und Jeremy parkt gerade rückwärts den Kajakcamper ein. There are hyenas in this campsite, okay? They're not friendly like jackal. Here, nothing gets left on the ground or outside. If your flip-flops are here outside this evening, tomorrow morning, they're not going to be there anymore. So Okay? I promise you. to pee this night. Why not? Just take your flip-flops with you there afterwards. Gar keinen Bock auf den Scheiß hier. You know, in all the films, South Africa is so nice, and all the people are in the hotel. Yeah, but you're in But they Botswana. still see the animals. But why do we need to do camping and see the animals? You know, we can do hotel and then go with a safari guide to the animals. No, you We gotta. not live with the animals. It's a difference. Uri, can I give you a job? Find a shovel, a spade. Okay? Okay. No, a It's spade, not- not a stick. Wait. Where are you going? And it's open. Yeah. Find something. Wrong direction. Don't worry about it. I'll go and get the bulldozer and flatten it. Ich habe das ganze Ist mir Bier egal, nämlich... mit was euch voll will, aber ich will Nee, nicht mit ganz, Getränken, aber ich habe nicht meins... das unleckere Bier hier in der Gegend rumfahren. Das schmeckt keinem. Aber das ist, was wir haben. Deswegen trinkst du kein Bier. Weil es nicht gut schmeckt. Nein. Schmeckt dir das Light? Aber ich trinke es schon.